Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Warum ihr den Fabian braucht, wenn ihr euch zu Hause ausgeschlossen habt, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Hallo mal wieder, wir sind heute live in Calw und haben den Fabian von Opcon besucht. Fabian, grüß dich. Hallo Martin, freut mich, dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns eingeladen hast. Für alle, die dich nicht kennen, die unserem Kanal vielleicht noch nicht so lange folgen oder die alten Videos noch nicht kennen, wir waren schon mal bei dir und haben mit dir zusammen K9 Medic gemacht, einen richtig coolen Kurs über Hunde-Erste-Hilfe. Wer das Video nicht gesehen hat, am Ende dieses Videos ist das nochmal verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich denke, wir packen auch nochmal das Enforce-Tech-Video rein. Da geht es ein bisschen um das Thema, was wir heute besprechen. Aber speziell eben auch auf die Werkzeuge. Aber wie gesagt, das hängen wir euch auch nochmal ans Ende dieses Videos. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal für die neuen Zuschauer erklären, was macht deine Firma, wer bist du, Fabian, Opcon, erzähl was. Ja, ich bin der Fabian, 38 Jahre alt, wohne in Calw, arbeite in Calw und bin der Inhaber und Geschäftsführer der Opcon GmbH. Und wir sind im Wesentlichen im Behördensektor, Behördenbereich unterwegs mit Aus- und Fortbildung. Da haben wir eigentlich unsere Hauptschwerpunkte, das Thema Medic-Weiterbildung oder erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung für Behörden, das Thema Diensthunde-Aus- und Fortbildung, eben der Bereich, wie du gesagt hast, Erste Hilfe, aber auch Spür-Stöber-Seminare und Teambuildings. Wir haben den Bereich Taktik, wo wir quasi einen Diensthund in ein taktisches Element einbinden. Und der zweite Part von Taktik ist das Vorgehen gegen militärisch geschulte Täter, wo wir die Polizei weiterbilden oder Einsatztrainer weiterbilden, wenn es Richtung Label, Terror etc. geht. Ein zusätzlicher Part, den wir behandeln, ist das Thema Projektmanagement. Da sind wir in erster Linie beratend tätig, wenn es darum geht, eine Behörde möchte ihre Ausbildungseinrichtung verbessern oder eine neue bauen. Da sind wir beratend da oder wir bieten einen Rundum-Service, wo wir quasi ein Metallbauunternehmen zum Beispiel mitbringen, Container ankaufen, Seekontainer umbauen und da eine Trainingsstätte draus machen. Und der Schwerpunkt heute war auf dem Thema Türöffnungsverfahren. Also ich sage mal, ein teures Einfamilienhaus, die werden sich nicht nur für 2.000 € eine Haustür reinmachen, sondern ein bisschen was Hochwertigeres vielleicht. Wenn ich jetzt durch die Haustür natürlich eindringe, gehe mal davon aus, ich gucke nicht nach dem zweiten Eingang, Fenster etc., dann wird diese Tür unter Umständen auch mehrere Verriegelungen haben. Ja, ihr wisst, was ihr dürft, wann ihr es dürft. Ich gebe nur so ein paar Denkansätze mal mit auf den Weg, gerade wenn es Richtung Amtshilfe, Polizei geht. Türöffnungsverfahren. Um das kurz zusammenzufassen oder beziehungsweise kurz nochmal reinzukretschen zu dem, was der Fabian gerade gesagt hat. Wir sind natürlich nicht nur heute dafür hergekommen, sondern wir haben uns gedacht, wir kommen mal einen Tag früher und machen noch einen richtig schönen Podcast mit dem Fabian. Der ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, noch nicht online, kommt dann aber demnächst online und da erfahrt ihr alles über die dunkle Vergangenheit des Fabian Weiß. Ja, vielleicht eher nicht. Nein, nicht die dunkle Vergangenheit, aber auf jeden Fall mehr Hintergrund. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Woher nimmst du die Expertise für das, was du tust? Wie hast du Sachen verfeinert, verbessert, optimiert? Auch über dein Türsystem, was wir heute hier im Forcible Entry Kurs gesehen haben. Das wird da nochmal im Detail auch erklärt, warum du das entwickelt hast und so. Das ist, denke ich, auch nochmal ein cooles Hintergrundwissen zu diesem Video. Aber heute wollen wir hauptsächlich um den Kurs sprechen. Das heißt, wir waren heute hier und du hast den Kurs gegeben Forcible Entry, also Zugangstechniken, Zugangsnotöffnungen, wie heißt das noch? Türnotöffnung, würde es die Feuerwehr im Fachjargon nennen. Genau. Der Kurs richtet sich an Behörden, sprich an Feuerwehr, an Polizei. Wer wäre noch so eine typische Kundschaft für Türöffnungen? Also grundsätzlich alles, was die technische Rettung betrifft, also Feuerwehr, THW eben, Einheiten, die vielleicht im Ausland in Trümmergebieten oder Trümmergebäuden arbeiten, Polizei, allgemein Strafverfolgungsbehörden, also da kommt der Zoll mit dazu, da kommt die Justiz mit dazu, da kommt ein BKA mit dazu und eben eine kleine Sparte auch, das Militär. Wir hatten heute im Kurs, also eigentlich war geplant Polizei, THW und Feuerwehr. Die Polizei hat kurzfristig abgesagt, glaube ich, ne, so war's. Ich glaube, die waren dienstlich verhindert kurzfristig, ja. Polizei, dein Freund und Helfer immer unterwegs, ne? Und die Feuerwehr war da und das THW. Die haben zuallererst hier
in dem Kurs natürlich einen Theoriepart genommen. Ich habe mich auch dazu gesetzt, einfach weil ich das auch immer spannend finde. Fand ich auch beim K9 Medic total cool, weil du nicht nur die Praxis vermittelst, sondern auch wichtige Grundlagen mitgibst, um was es denn geht. Und eine wichtige Grundlage ist meiner Meinung nach auch das ist ein sehr wichtiger Schwerpunkt, ist die rechtliche Situation. Wir haben es im Medic-Bereich mit den Tourniquets, ja, da sind wir manchmal im Bereich Körperverletzung unterwegs, ja, und ähnlich ist es auch hier mit einem Zugang, ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Tür aufbreche, beschädige ich Sacheigentum, verletze vielleicht Grundrechte. Magst du vielleicht ganz kurz dazu was erzählen? Ja, also normalerweise sind wir nicht die großen Fans von langen Theorieblöcken, weil man lernt am meisten in der Praxis, aber für gewisse Themen ist es halt einfach notwendig, um einen Abholpunkt zu schaffen. Bei einer Gerätekunde brauche ich keinen Theorieraum oder keinen Seminarraum. Die kann ich direkt am Gerät auf einer Ausbildungswiese machen. Aber sicherheitsbedenkliche Dinge muss ich auf jeden Fall vorher mal ansprechen, weil alles, was Praxis ist, wenn ich an der Tür stehe, kann es schon mal sein, dass dann irgendwie die Tür interessanter ist in dem Moment und man weniger auf mich achtet. Also stelle ich mich im U-Raum vorne hin und man macht das durch. Und ein wichtiges, oder wenn nicht das wichtigste Thema ist eben die Rechtskunde, die Rechtsgrundlagen, weil eine Polizei nach anderen Rechtsgrundlagen eine Tür öffnet als eine Feuerwehr. Eine Feuerwehr aber auch mal für den Rettungsdienst eine Tür öffnen muss oder mal für die Polizei oder für sich selbst eine Tür öffnen muss, weil sie durch ein Gebäude oder an die Rückseite von einem Gebäude nur rankommen, wenn sie durch eine Wohnung durchgehen. Ja, also wir haben Gefahrenverzug. Und dann irgendwann, ja, was haben wir denn jetzt? Haben wir einen richterlichen Beschluss, dass wir rein dürfen? Haben wir Gefahrenverzug? Gefahrenverzug wird jedem was sagen. Ne? Wir haben hilflose Personen, Rettungsdienst oder wir hören Hilfeschreie, hey, Tür aufmachen, macht Spaß, können wir kaputt machen, Vollgas. Ja, jetzt mache ich diese 6.000 € Tür kaputt. Unter Umständen verletzt sie noch eine Person, die hinter der Tür liegt, wenn es blöd läuft. Wer ist denn jetzt schuld, wenn da die Klage kommt? Und wie du sagst, wir haben halt Grundrechtseingriffe und wir haben halt eine relativ große Spanne an Gesetzen, denen wir uns natürlich bedienen können, um da den Zugriff zu haben, aber die wir auch verletzen. Und da muss ganz wichtig, und das ist einer meiner wichtigsten Punkte, die ich dir immer vermittle, die Verhältnismäßigkeit einfach passen. Genau. Ja, perfekt. Und natürlich bei den Gerätschaften, alle wollen natürlich die Tür aufflinten, ne, oder im liebsten Fall noch sprengen. Ja. Das haben wir natürlich heute nicht gemacht. Das machst du wahrscheinlich dann nur mit der Polizei. Also wenn es so ein Mischkurs ist, wo Polizei und Feuerwehr da ist, kommt das wahrscheinlich überhaupt nicht zum Einsatz. Und wenn, dann nur eine reine Gruppe, die halt eben polizeilich oder militärisch im Einsatz ist, korrekt? Ja, ist korrekt, wobei auch bei der Polizei dieses Thema Sprengen, Flinten nur Spezialkräften. Also Spezialeinheiten wie jetzt, sage ich mal, die Öffnungstechniker vom SEK oder beim BKA die Öffnungstechniker BKA beispielsweise Personenschutz vorbehalten ist. Genau, aber es gibt auch viele andere coole Dinge, um Türen aufzumachen, ne? Die haben wir heute gesehen. Ja, du hast, und das finde ich tatsächlich total cool, dass du die Techniken vereinst, ja, also alles, was du aus deiner bisherigen Laufbahn bei den Spezialkräften oder bei der Polizei mitgenommen hast, die es da noch alternativ gibt zu Flinten oder zum Sprengen, ja, dass du diese Techniken vereinst mit den Techniken, die aus der zivilen Welt, also aus der Feuerwehrwelt kommen, ja, wie das Halligan-Tool, ja, ein unwahrscheinlich vielseitiges Werkzeug. Diese Klaue nehmen und mit der quasi nach innen reingehe und versuche hinter den Rahmen zu kommen. Das heißt, alles, wo ich hinterm Rahmen bin, kann ich jetzt mehr nach innen hebeln. Und da jetzt nicht versuchen, nach oben zu reißen, sondern macht da euch das Leben echt einfacher. Gerade wenn ihr vielleicht klein seid oder auch oftmals die kleineren Mädels haben da viel mehr Vorteile. Runtergehen, aufstehen. Ja, das ist richtig. Also natürlich ist Sprengen und Flinten sexy, da muss man sich drüber unterhalten. Mittel der Wahl zur Türöffnung, Sprengen militärisch gesehen, geht super schnell. Ich habe im Normalfall eine klare Lage, das heißt, ich kann abschätzen, welches Gefährdungsrisiko ich vor Ort habe. Also wenn es schnell gehen muss, sprenge ich. Flinten auch sexy, die Feuerwehr hat es halt nicht. Die Feuerwehr hat auch, wenn man jetzt unterscheidet, habe ich eine Berufsfeuerwehr oder habe ich eine freiwillige Feuerwehr oder eine Werkfeuerwehr, dann hat die Freiwillige Feuerwehr mit Abstand im Normalfall am wenigsten Budget im Jahr. Somit auch das vielleicht älteste oder schlechteste Material oder selbst wenn es kein schlechtes Material ist, aber sehr, sehr wenig davon. Und da kombinieren wir eben, wo wir auch sagen, ey, wenn ihr halt nur ein Halligan habt und wenn ich mich für ein Werkzeug entscheiden müsste unter dem ganzen Highspeed-Material, was wir haben,
würde ich immer das Halligan nehmen. Weil natürlich drückt es keine 11 Tonnen auf, aber ich kann mit einem Halligan so viele Möglichkeiten entwickeln, eine Tür zu öffnen. Auch wenn es nicht jede Tür aufkriegt, ja, massive, schwere Brandschutztüren, Sicherheitstüren kann ich alleine mit dem Halligan nicht öffnen. Aber die normalen Türen, so der Standardeinsatz der Feuerwehr, komme ich mit dem Halligan fast überall durch. Und die Kombination aus dem militärischen, polizeilichen und Feuerwehrbereich Fachwissen, die kombinieren wir eben, weil warum sollte die Feuerwehr nicht auch gewisse Informationen von Öffnungstechnik, Vorgehen, sei es jetzt Technik oder Taktik, vom Militär kriegen? Es geht ja nicht darum, dass wir da irgendwelche Geheimnisse oder Taktiken von KSK oder SEK irgendwie weitergeben, sondern allein die Erfahrung, die man weitergeben kann oder auch die Fehler, die gemacht wurden in der Vergangenheit, bringen der Feuerwehr genauso viel. Richtig. Und leider Gottes muss man ja auch sagen, dass man auch heute stellenweise vielleicht ein bisschen Taktik dann auch von der Feuerwehr erwarten muss, aufgrund Gefährdungslagen. Ja, du hast vielleicht irgendeinen Reichsbürger, ja, der sich verschanzt hat und die Polizei ruft die Feuerwehr zur Öffnung. Ja. Und ich meine, in dem Fall wird wahrscheinlich das SEK selbst kommen, ja, aber sagen wir mal als Beispiel ein Jäger, der seine Waffen nicht abgeben will, hatten wir auch im Gespräch mal, der eigentlich lieb ist, ja, oder vermeintlich lieb, aber er hat halt Waffen, ja. Das heißt, es ist schon eine Gefährdung da, dass auch die Feuerwehr da eben weiß, okay, es ist vielleicht jetzt nicht so schlau, sich vor die Tür zu stellen, um sie aufzumachen, sondern vielleicht eine seitliche Aufstellung zu machen, um dann eben noch ein bisschen mehr Schutz zu haben, ja. Genau, also da geht es tatsächlich ein bisschen um die Taktik, weil man sagen, was für eine Gefährdung könnte entstehen für mich und meine Leute, die mit an der Tür stehen und wie kann ich die umgehen. Und es beginnt schon, dass ich die Kommunikation frühzeitig zur Polizei suche, wenn jetzt die Feuerwehr für die Polizei die Tür öffnet und man einfach fragt, worum geht es denn bei der Türöffnung? Die müssen ihm ja nicht, die müssen dem Feuerwehrmann nicht das komplette Strafregister runterpredigen, aber sagen, hey, es geht hier um einen Haftbefehl oder es geht hier um Verstoß Schusswaffengesetz oder es geht hier um Verstoß Tierschutzgesetz. Der muss ja nicht immer durch die Tür durchschießen, der kann auch gefährliche Hunde oder Kampfhunde zu Hause haben. Die Polizei hat die Möglichkeit, wenn die angemeldet sind, das zu überprüfen. Das dauert 5 Minuten, wenn überhaupt. Die Feuerwehr kann es nicht überprüfen. Die ist aber dankbar über diese Informationen. Und natürlich gibt es Stadtteile in Großstädten, wo, wenn der Rettungsdienst sich schon mit Stichschutzwesten ausstatten muss, dann kann es durchaus auch sein, dass die Feuerwehr sich irgendwo ausstatten muss, weil schöner wird es ja nicht momentan. Also leider muss die Feuerwehr im Idealfall so ein bisschen ein taktisches Verständnis haben. Und wenn es nur darum geht, wo stehen wir der Polizei nicht im Weg nach der Türöffnung? Ja, leider traurige Wahrheit. Anyway. Der erste praktische Teil war, du hast die Geräte, die du hier zur Verfügung stellst für das Training, vorgestellt. Da hast du eine sehr, sehr große Auswahl, also sowohl an rein, ich nenne sie jetzt mal Muskelgeräten, also was wirklich mit Muskelkraft gemacht ist, wie das Halligan-Tool. Was haben wir noch gehabt? Wir haben eine Ramme, genau, Ramme, ganz, ganz klassisch, ja. Das hat auch den Feuerwehrleuten am meisten Spaß gemacht. Das werden wir im Interview am Ende noch mal ein bisschen hören, ja. Aber Rammen gab es natürlich noch. Dann natürlich auch Weber Rescue Geräte hier mit hydraulischen Mitteln. Die Sägen, ja. Kettensäge hat man, glaube ich, nicht im Einsatz jetzt am Ende des Tages, aber wäre eine Säbelsäge hatten wir, aber eine Kettensäge wäre ja auch noch Wahl im Zweifelsfall. An der Tür dran, kann sauberer ansetzen und schneller eintauchen. Und auch die Hilfsmittel, die dir helfen, den Spalt in die Tür zu kriegen, ja, zum Beispiel. Und das kennen viele nicht. Also jeder kennt wahrscheinlich den typischen Keil, den man reinschiebt in die Tür, um dann einen Spalt zu erzeugen, um dann einen Hebel zu haben für das Halligan-Tool. Aber diese Hebekissen zum Beispiel, die kennen nicht viele und die sind eigentlich total cool. Ja, da geht es eben darum, dass es immer schön ist, auch mal zu improvisieren, weil ich kann ein total modernes Akku-Hydraulikgerät haben, mit der ich die Tür aufspreizen kann, alles super, bis die Elektronik mal verreckt. Und wenn die Elektronik verreckt, kann ich damit nichts mehr anfangen. Manche andere Geräte kann ich noch als Ramme einsetzen, wenigstens bauartbedingt, aber wenn Elektronik aus ist, dann ist aus. Und wenn ich halt weiß, ich kann mit der Ramme oder mit einem Halligan arbeiten, ist es schön.
Wenn aber, ich sag mal, es kommt halt immer vor, man vergisst was. Es ist ein Werkzeug, was nicht zurückgelegt wurde. Man hat einen Keil mal für irgendwas anderes benutzt und plötzlich liegt er nicht mehr in der Kiste. Und da arbeiten wir halt auch mit improvisierten Maßnahmen, ob ich jetzt die Keile in unterschiedlichen Formen nutze oder eben auch die klassischen Hebekissen, die ich normal nutze, um eine Autotürenspalt aufzudrücken. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Damit kann ich mir ein Spaltmaß schaffen. Beziehungsweise kann sogar, wenn es kleine Bolzen sind, haben die Kissen, je nachdem welcher Hersteller, genügend Druck, um den Spalt und den Bolzen damit durchzubrechen. Bei den Bolzen sprechen wir, für alle, die das jetzt noch nicht kennen, bei den Übungstüren. Du hast eine Übungstür entwickelt. Wie gesagt, da gehen wir im Podcast nochmal intensiv drauf ein. Aber für eine Übungstür werden in der Regel dann die Verschlusszylinder durch Holzbolzen simuliert, ne, in unterschiedlichen Stärken, um dann auch den Widerstand zu schaffen. Und damit kann man natürlich sehr kostengünstig trainieren und relativ schnell vor allem auch wieder einsatzbereit machen. Das finde ich immer ganz wichtig, ne, dass du, wenn du halt einen Zugang gemacht hast, dass dann direkt der nächste wieder innerhalb von wenigen Sekunden wieder weiter trainieren kann, ohne dass man jetzt umständlich irgendwas wieder zurückbauen, bla, irgendwas muss. Genau, darum ging es uns halt, ein System zu entwickeln, das wirtschaftlich gesehen kein anderer hat, womit wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, wo wir sagen, wir können bis zu 17 Öffnungstechniken daran trainieren, wenn ich das Fenster mit reinrechne noch und Sprengen und Flinten. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, kostengünstig zu trainieren in Form von Verbrauchsmaterial. Das heißt, ein Holzbolzen kostet runtergerechnet 30 bis 40 Cent. Und wenn ich halt einen Teilnehmer habe, der sagt, er macht 10 Türen auf, sind wir bei 4 Euro. Wenn ich jetzt mal nicht den Türpreis oder den Mietpreis der Tür reinrechne, würde ich mir aber normale Türen im Baumarkt holen und ich würde pro Teilnehmer 10 Türen kaputt machen, bin ich halt nicht bei 4 Euro, sondern wahrscheinlich bei 1000 Euro. Und das Geld bringt keine Behörde auf, keine einzige. Vor kurzem war ich bei uns hier im Baumarkt in Calw, da war vor mir ein Uniformierter, der hat auch gerade 50 oder 25 Türen bestellt. Einen Tag später wusste ich, wofür die Türen waren, weil einfach nur noch gesprengt wurde oben. Aber da habe ich halt eine Tür, die ist dann sofort kaputt. Und wir haben halt den Vorteil bei unserem Türsystem, wir trainieren das Verfahren und können somit beliebig oft an den Türsystemen trainieren, weil wir effektiv nur Holz kaputt machen. Wir könnten auch Alubolzen reinmachen, das haben wir schon probiert. Aber dadurch, dass ich das Verfahren trainieren will, brauche ich nicht den größten, stärksten Widerstand. Interessant zu sehen für mich als Außenstehenden war, dass die Feuerwehr eigentlich relativ kurz, also du hast jetzt ja nicht jede einzelne Übung mit jedem einzelnen Gerät ultra im Detail gezeigt, sondern du hast es angerissen. Und die Feuerwehr hat das dann relativ schnell im Doing selber tun können. Und das finde ich auch immer ganz gut. Das macht auch der Rosi in seinen Kursen immer, in den Schießkursen, dass er sagt, geht ran, macht selbst und macht Fehler. Ja? Weil Fehler machen zeigt den anderen auch, aha, ich hätte es vielleicht auch so gemacht und du kannst dann den Verbesserungsvorschlag bringen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Lehrmethode. Was ist, wenn ich jetzt nicht meinen großen Werkzeugkasten dabei habe? Wie kann ich trotzdem mir behelfen? Oder Balkontür haben wir das schon gemacht, geschlossene Balkontür. Mit dem Keil rein, irgendwann mit dem Stahlseil rein, gemerkt, okay, hier ist mein Sicherungspin, wenn er jetzt nicht irgendwie in einem, was weiß ich, wo verriegelt. Die Hydraulik zu verlassen, ist, finde ich, falsch. Deswegen bin ich, wenn ich ein Werkzeug raussuchen müsste, Halligan. Weil Halligan ist für mich ein Werkzeug, mit dem ich so viel machen kann. Ja, definitiv. Ich sag jedes Mal bei den Kursen, wir sind heute da, um Fehler zu machen. Spaß haben, Fehler machen und nicht verletzen. Das wäre nochmal ganz gut. Weil durch Fehler lernt man und auch, wie du sagst, auch wenn ich jemandem zuschaue, wie er es macht und er kriegt es nicht gleich hin und ich erkenne als Außenstehender 3 Meter entfernt sofort, was sein Problem ist. Da lerne ich was draus. Und wenn ich dann an die Tür rangehe, versuche ich das schon zu implementieren, diesen Fehler des anderen und dadurch lerne ich mehr, der Nächste guckt mir wieder zu.
Ich habe vielleicht noch einen kleinen Kniff oder einen Trick von irgendwem gekriegt und so kann ich halt weiter aufbauen. Das heißt, alles, was wir dann praktisch eine Unterweisung machen, alles, was sicherheitsrelevant ist, da gehen wir in die Tiefe und alles, was, ja, ich erkläre euch, wie das Gerät funktioniert, wo man sich wehtun kann und so weiter, aber letztendlich müssen die damit arbeiten. Also die wissen grob, wie funktioniert es, aber wenn es darum geht, dann damit zu schaffen, zu arbeiten, ins Schwitzen zu kommen, dann lassen wir die machen. Weil nur so lernen sie es. Weil wenn ich alles nur vormache und jeder macht es dann 3-mal nach, dann bleibt nicht viel hängen am Ende vom Tag. Ja, genau so ist es. Was mir heute auch besonders gut gefallen hat, war, dass du auch mitgegeben hast, dass natürlich Türen kaputt machen total geil ist und Spaß macht, ne? Aber dass man vielleicht auch erstmal prüft, gibt es andere Optionen, dass man vielleicht, wenn keine Gefahr im Verzug ist und man die Zeit hat, das Objekt zu sichten, mal ums Haus rumgeht und schaut, ist vielleicht irgendwo ein Fenster auf Kipp und kriege ich das auf? Und da hast du auch gezeigt, wie man halt mit super einfachen, simplen Mitteln ein Fenster entriegeln kann. Ja? Da haben wir hier ein paar Aufnahmen für euch auch hier zum Einspielen. Das ist relativ simpel, mit ein bisschen Schnur und einem Metallröhrchen, was du über den Hebel rüberlegst und dann... Ja, also es gibt da unterschiedliche Systeme. Es gibt Systeme, die man kaufen kann, aber ich kann es auch mit einem Gardena Gartenschlauch machen, mit einem Schnürsenkel machen. Dem DRK zeige ich es teilweise mit einer Mullbinde auch, weil die haben die immer dabei. Ne? Und da rede ich wieder vom Improvisieren. Ein DRK wird gerufen, hilflose Person, kommt ans Haus, jetzt liegt die Person aber schon bewusstlos drin, konnte zwar noch einen Notruf absetzen, liegt aber schon drin. Wenn ein Fenster gekippt ist, oder ich muss nicht immer eine Tür kaputt machen oder ein Fenster kaputt machen, ich nehme die Minute, laufe einmal ums Haus rum und sehe vielleicht ein gekipptes Fenster. Wenn die jetzt die Feuerwehr erst noch nachalarmieren müssen, die bräuchten noch mal eine Viertelstunde. Viertelstunde ohne Luft, ohne Puls ist eher nicht so gesund für einen Menschen. Also könnten die sich zumindest schon mal einen Zugang verschaffen. Die Rechtsgrundlagen dafür wären gegeben und sie wären drin. Zeitgleich können sie trotzdem die Feuerwehr alarmieren oder die Polizei nachholen oder so. Und wenn es nur darum geht, Achtung, wir sind hier gerade ohne Erlaubnis des Besitzers rein, aber wir haben Gefahr im Verzug, bla bla, sicher ist sicher. Und trotzdem kommen sie schnell rein oder könnten zumindest ein Fenster öffnen, um sich vielleicht weiteren Zugang zu ermöglichen oder die Person anzusprechen oder so. Wir haben natürlich auch ein paar deiner Teilnehmer heute mal befragt, wie sie denn den Kurs fanden. Ich war tatsächlich ein kleines bisschen überrascht, weil es waren eigentlich alles coole Dudes, dass die Feuerwehr da so ein bisschen schüchtern war und nicht so wirklich die Leute vor die Kamera wollten. Aber wir haben tatsächlich 2 gefunden, die wir mal vor die Kamera geholt haben und auch mal ganz kurz befragt haben, was die von dem Tag heute mitgenommen haben, wie sie den Kurs fanden. Und das seht ihr jetzt. Wir sind jetzt mal draußen nach dem praktischen Teil. Ich habe mir den Mann mit dem schönsten Bart hier geschnappt, den Flo. Flo, grüße dich. Hi. Vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit nimmst, um mal mit uns zu sprechen, wie du denn den Tag gefunden hast. Fangen wir mal so an. Ja. Was hat dir am besten gefallen heute? Also am besten hat mir gefallen, mal hinzulangen. Also mal was kaputt machen, mal eine Tür. Ja, das ist echt so. Wann kann man das machen? Hier kann man es machen und mal richtig Kraft und Power geben. Also das fand ich schon cool. Ja. Ihr seid jetzt aus dem Bereich Feuerwehr. Habt ihr häufig Geschichten, wo Türen geöffnet werden müssen, oder ist es eher so eine Randgeschichte? Also bei uns jetzt, wir sind so Abteilung, wir haben nicht so viel Türöffnungen. Also das macht eher Abteilung Nagold, Stadt, die hat es schon eher, aber mir auf dem Dorf jetzt eher weniger. Aber ich finde es total wichtig, dass ihr diese Fähigkeit eben auch mal lernt und auch die Hands-on gehabt hat und mal mit den Geräten arbeiten könnt. Ne? Und ja. Was hat dir da am besten gefallen? Mit dem Halligan-Tool oder mit den hydraulischen Geräten? Also die Ramme war schon, die macht schon Spaß. Halligan-Tool, absolut mein Favorit, auf jeden Fall. Also da kann man schon einiges anstellen. Es macht viel kaputt und macht halt die Tür auf. Also. Halligan-Tool ist halt unheimlich vielseitig. Ne? Du kannst so viel damit machen, das finde ich auch klasse. Aber man hat auch schon gesehen heute, ihr habt alle Spaß an der Ramme gehabt. Ja, es war auf jeden Fall die Ramme. Man unterschätzt es aber auch, die hat 15 Kilo und die Tür ist nicht sofort offen. Also man muss schon, da kommt man schon ins Schwitzen. Also es ist nicht so wie in den Filmen, wo man sieht, man macht einmal Rums und dann... Und es ist halt Erfahrung. Es ist wirklich Erfahrung und mal das wirklich zu machen, das kann man einfach nicht so. Du würdest quasi also auch diesen Kurs weiterempfehlen deinen Kollegen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man kriegt auch viel mit. Also wenn man bloß 50% mitnimmt, was der einem beibringt, das ist also viel. Es ist echt viel. Auch so Kleinigkeiten. Die Tür muss unter Spannung sein und dann knallt die viel schneller auf und so. Also nur so Kleinigkeiten, das bringt schon einen weiter.
Ich fand auch ganz wichtig den rechtlichen Teil, dass ihr da auch safe auftreten könnt. Das ist ja immer ein Thema auch im Rettungsdienst. Ne? Wann lege ich was an? Wann ist was Körperverletzung? Und wenn ich helfen will, ne? Von daher super. Ja, war echt sehr interessant, muss man echt sagen. Cool, Flo, dann vielen Dank für das kurze Interview. Dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und danke für deinen Dienst bei der Feuerwehr. Sehr gern, sehr gern. Und hier habe ich den Mann mit dem zweitschönsten Bart hier, den Stefan. Er ist natürlich genauso schön wie der andere. Hier will ich ja jetzt ja nicht schlecht reden. Er ist nur ein bisschen kürzer natürlich. Stefan, du bist auch bei der Feuerwehr. Richtig, ich bin ebenfalls in der Feuerwehr Nagold und bin Abteilungskommandant. Ich fand das hier jetzt recht cool, vor allem für mich, diese rechtliche Seite mal zu sehen, da wir doch hin und wieder eine Türöffnung haben. Einfach dürfen wir, können wir, was liegt in unserem Spielraum überhaupt? Weil oftmals überlegt man sich schon an der Einsatzstelle, ja, dürfen wir oder dürfen wir nicht, und dann, ja. Und du kannst jetzt natürlich auch Wissen, was du hier gelernt hast, weitergeben an die Kameraden, die jetzt nicht mit dabei waren. Richtig, also wir haben das jetzt so, dass wir hier als Multiplikatoren sind. Das heißt, wir geben das an die Abteilungskameraden weiter, damit wir können das nicht so schulen wie hier jetzt und alles, aber zumindest mal das Rechtliche, dass da einfach ein bisschen was hängen bleibt und auch diese Basics einfach, wie soll ich sagen, theoretisch mal denen erklären. Auch die Möglichkeiten, die du einfach hast mit dem bestehenden Material, was ihr auf den Fahrzeugen habt oder was ihr vielleicht eben auch nicht habt und vielleicht sinnvoll wäre anzuschaffen. Genau, also wir haben jetzt heute zum Beispiel auch Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, okay, sind mir die einfachsten Möglichkeiten zu machen, kannte bisher nur keiner. Thema Mullbinde. Ja. Ne? Und man muss nicht immer das Große kaufen. Klar geht es mit dem Großen manchmal einfacher, aber ich sag mal, wenn es wirklich in der Not ist, dann ist, glaube auch egal, ob die Tür jetzt kaputt ist oder nicht. Ich glaube, wenn du hinter einer Tür liegst und Hilfe brauchst, dann ist die Tür, dass die nachher kaputt ist, dein kleinstes Problem. Ganz genau so sehe ich das auch. Und vor allem, wie es der Flo auch gerade schön gesagt hat, es ist ja am Ende des Tages, wenn du hier was mitnimmst, 50%, ja, dann hast du schon viel gelernt und ja, damit kann man halt eben auch was anfangen. Genau, deshalb sind wir Multiplikatoren. Der Flo nimmt 50% mit, ich nehme die anderen 50 mit. Und schon habt ihr 100. Sache gut. Ja. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für das kurze Interview. Dann gehen wir wieder rein und schauen mal, dass wir mit dem Fabian noch das Video zu Ende moderieren. Danke dir. Dankeschön. Ja, ihr seht, die haben alle ein Grinsen im Gesicht. Also die hatten auf jeden Fall Spaß an dem Kurs heute. Vielleicht nochmal für andere Behörden, die Interesse haben, diese Kurse bei dir zu besuchen. Du bietest einmal natürlich an, die Kurse hier bei dir zu machen. Du sagst aber auch, wenn man möchte, kann man auch dein Türsystem mal mieten und dann bringst du das vorbei oder sie kommen her ohne dich als Trainer an den Türen. Erzähl mal dazu ein bisschen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, weil du musst heutzutage flexibel sein. Du musst dich auch auf das Budget der Behörde einstellen. Somit sagen wir können hier die Kurse vor Ort geben, können an 6 verschiedenen Türen trainieren zeitgleich. Das heißt, wir können eine relativ große Ausbildungsgruppe durchschleusen, bieten aber auch an, die Tür zu einer, beispielsweise die Feuerwehr Kalf sagt, wir hätten gern diese Tür für eine Woche oder für 5 Tage, dann bringen wir denen hin. Die können 5 Tage damit nach einer kurzen Einweisung trainieren und dann holen wir sie wieder ab. Wir verkaufen die Türen natürlich auch, aber eine normale freiwillige Feuerwehr kann sich so eine Tür nicht leisten. Das ist einfach so. Was die wiederum machen dann, sie mieten sie für eine Woche, buchen den ersten Tag mich als Trainer, machen eine Multiplikatorenschulung. Das bedeutet von den umliegenden Feuerwehrabteilungen, also die umliegenden Städte, Dörfer drumherum, kommen jeweils 2 Leute zu dem Kurs von mir, machen in 4 Stunden einmal das Seminar und dann die folgenden Tage trainieren die jeweils mit ihrer Abteilung an dem Türsystem. Somit können die nahezu 1:1 mein Wissen eben weitervermitteln, weil es noch relativ frisch ist. Alternativ haben wir die Miete, den Kauf, das hier trainieren, ja, oder dass wir eben mit unserem Türsystem für 6 Stunden, 4 Stunden, je nachdem was gebucht wird, zu einer Behörde fahren und vor Ort unseren Kurs, den wir jetzt hier hatten, einfach den Leuten geben. Ja, das finde ich natürlich super, dass du diese Vielfalt hast. Vor allem auch, ich denke, es ist halt auch super interessant, dass die Leute auch Werkzeuge einfach mal sehen, die sie vielleicht nicht haben und vielleicht dann überlegen, mal anzuschaffen. Ne? Also nicht nur unbedingt jetzt für eine Türöffnung, ja, sondern vielleicht auch für andere Dinge. Ja? Also gerade die Weber-Werkzeuge, die eignen sich ja auch für viele andere Dinge gut. Ne? Ich meine, natürlich hat jede Feuerwehr sollte Scher und Spreizer haben, denke ich mal, auf den Fahrzeugen. Ja? Aber Akkubetrieben ist da noch nicht so verbreitet, glaube ich, noch viel mit Rüstwagen.
Und diese akkubetriebenen Dinger, das ist halt einfach Wahnsinn, was sich da getan hat. Ne? Also erzähl mal was dazu. Du bist ja da voll auf Akku. Ja, ich bin auf Akku, weil ich will keine Schläuche von A nach B tragen. Wenn ich in meinen 7. Stock oder die Polizei in meinen 7. Stock hoch muss, und dann noch ein Aggregat mit hinterher schleppen, macht auch keinen Sinn. Und wenn ich ein Akkusystem habe, wo ich die Akkus auf jedes beliebige Gerät setzen kann und vielleicht noch auf einen Akkuschrauber oder einfach multifunktionell mit verschiedenen Geräten verbinden kann. Und ich weiß, ich habe an der Hydraulik, am Akkuschrauber, an der Säbelsäge und an der Kettensäge den gleichen Akku, macht es halt entspannt für mich. Von den Weber-Geräten bin ich überzeugt, weil sie aus meiner Sicht, was die Türöffnung betrifft, die besten Geräte am Markt sind aus taktischer Sicht, aber auch in der Art der Handhabung. Ich kann nichts falsch machen bei der Handhabung des Geräts, dass ich versehentlich mal in die falsche Richtung drücke, einen Finger einklemme, worum auch immer es da geht. Aber Handhabung finde ich mitunter einer der besten Benefits an den Weber-Geräten. Und die Teilnehmer sollen natürlich mit unseren Geräten, mit allem Möglichen trainieren. Wenn die sagen, wir haben keine Akkugeräte oder wir haben keine Ramme, ja, trotzdem sollen sie es mal ausprobieren. Weil letztendlich versuchen wir bei der praktischen Ausbildung, denen ganz viel Eindrücke in ihren Koffer zu packen, den sie mit nach Hause nehmen. Ob das Eindrücke aus militärischer, aus polizeilicher oder feuerwehrtechnischer Sicht ist, ist erstmal völlig egal. Weil zu Hause können sie immer noch entscheiden für sich, was macht für uns jetzt Sinn und was macht vielleicht weniger Sinn. Oder, ja, das macht ja nur die Polizei, aber wenn man es ein bisschen adaptiert, können wir davon auch was nutzen. Und da hat jede Behörde einen Vorteil davon. Definitiv. Und es hilft vielleicht auch mal zu improvisieren. Ja, wenn ich jetzt weiß, wie gut eine Ramme funktioniert, ja, kann ich vielleicht was von meinem Equipment, was ich habe, umfunktionieren. Ich habe vielleicht nur einen Feuerlöscher dabei, ja, aber wenn ich weiß, wie ist denn die Bewegung, die ich durchführen muss, um wirklich auch effizient zu rammen, dass das nicht einfach nur gerade ist, ja, das finde ich ganz wichtig. Du hast auch die einfachsten Mittel, die man eigentlich am Mann hat, nämlich die dritte Mal, also ein bisschen angesprochen, dass man diesen typischen Door-Kicker tritt nach vorne, dass der eigentlich total dumm ist, dass man das nicht macht, ja, sondern immer so diesen Eselkick, aber nur das jetzt nur mal so angerissen. Also ich denke, der Kurs ist auf jeden Fall interessant für die Behörden. Man hat es bei den Feuerwehrleuten gesehen, die wir interviewt haben, die hatten alle Bock drauf und die haben das alle extrem gut aufgenommen. Ich glaube, das Feedback bei dir in deiner Abschlussrunde war auch gut. Ja, also waren rundum zufrieden. Was ich sehr geil fand dieses Mal, es waren viele von der Gruppe, die wenig Erfahrung hatten und ein paar ganz wenige, die schon sehr, sehr gute Erfahrung hatten. Und die haben sofort ihre Erfahrung mit allen anderen getauscht, auch wenn die sich teilweise gar nicht kannten. Aber da war dann nicht so, ja, ich halte es zurück oder ich will dem Ausbilder nicht reinquatschen. Nee, im Gegenteil, da lerne ich sogar noch was dabei. Ja, ich glaube, einer hat erzählt, er war 2 Wochen in Orlando bei der Feuerwehr und hat dort irgendwie sehr viel Türöffnung gemacht. Das sind super geile Erkenntnisse, die damit herbringt. Und ich bin selber dankbar für jeden Tipp oder Trick, den ein Feuerwehrmann mir gibt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Der Fabian, wir sind nicht das erste Mal hier, weil der Fabian uns so super gut bezahlt, sondern weil der Fabian echt ein dufter, cooler Typ ist und es immer Spaß macht und vor allem auch wir, obwohl wir mit dieser Materie eigentlich gar nicht viel zu tun haben, immer was mitnehmen und auch was lernen und was man dann doch auch wieder irgendwo, wie jetzt zum Beispiel heute, Fenster mal einen Zugang verschaffen, wäre für mich jetzt als Zivilperson auch interessant. Ja, ich meine, du gibst jetzt nicht die Kurse für Zivil. Wenn du dich selber aussperrst. Ja, exakt, genau dafür, nur dafür. Und beim Hunde-Erste-Hilfe-Kurs war es zum Beispiel auch mal zu wissen, wo misst man den Puls beim Hund? Ja, das sind so Basic-Informationen. Also ich bin da auch wissbegierig und ich denke, das ist bei euch, wenn ihr unsere YouTube-Videos schaut, auch so. Von daher auf jeden Fall mal einen Blick wert und für die Behörden kann ich es euch nur ans Herz legen. Schaut euch mal Opcon an, geht mal auf der Seite vorbei, da ist auch alles immer sehr gut erklärt. Es gibt Formulare, der Fabian hat immer ein offenes Ohr für euch, wenn ihr ihn anruft oder ein E-Mail, weiß nicht, was ist dir lieber, anrufen, E-Mail wahrscheinlich. Kommt auf die Uhrzeit an. Ja, also ist beides machbar. Also E-Mails kann schon mal sein, dass es 2 Tage dauert, bis es beantwortet wird. Telefon rufe ich im Regelfall dann zurück, wenn ich mal nicht kann. Also das wird schon bearbeitet. Anrufen geht auch hervorragend nachts um 2:51 Uhr, wenn der Podcast abgeschlossen ist, wie das heute Nacht der Fall war. Deswegen seht uns nach, dass wir heute auch hier so ein bisschen fläzig auf der Couch sitzen. Wir haben nicht viel geschlafen und das lag nicht daran, dass wir gelumpt haben, sondern bis in die Nacht gearbeitet haben. Wird ein richtig cooler Podcast, da freue ich mich drauf. Ja, und ansonsten könnt ihr, wie gesagt, bei Opcon alle Informationen abrufen auf der Webseite. Die habt ihr hier einmal unten eingeblendet und natürlich auch in der Videobeschreibung
Beschreibung nochmal die weiteren Informationen. Bleibt bitte auch dran bis zum Ende des Videos, um die anderen Videos nochmal anzuschauen. Wie gesagt, K9 Medic, extrem spannendes, cooles Thema. Und nee, es war gar nicht K9 Medic. Wir haben gemacht Medic Zivilhund. Ne? Wie hieß das? Wie hieß der? Ja, Erste Hilfe am Hund war das in der Gang. Genau, Erste Hilfe am Hund, also der Kurs für Zivilisten, also auch für Jäger und Co., also auch für euch da draußen, die nicht bei einer Behörde arbeiten, aber es gibt auch noch den K9 Medic natürlich, ja. Den gibt es auch, man muss halt überlegen, wo unterscheiden sich die Punkte, die Kurse, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Check. Ja, schreibt doch gerne mal, was ihr für Eindrücke bekommen habt durch dieses Video, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Immer konstruktive Kritik rein in die Kommentare. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken, wie gesagt, müde. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit Es war mir ein Fest mal wieder. genommen hast. Definitiv, hat Spaß gemacht. Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Bestimmt nicht. Nein, ihr seid immer herzlich willkommen hier in Kalf. Vielen Dank und wir kommen auch immer gerne. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Bye, bye.